Name ist Manfred Lehner. Ich bin derzeit am Universitätslehrgang für Informations- und Medienrecht. Ich bin beruflich im Moment im Datenschutzbereich tätig seit einigen Jahren und gerade dafür ist dieser Universitätslehrgang, glaube ich, eine ausgezeichnete Wahl. Ja, also ich habe vor langer Zeit eine HTL absolviert, war dann auch lange Zeit im IT-Bereich in der Praxis tätig, habe nebenbei dann Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert, habe dann verschiedene Weiterbildungen im Management- und Leadership-Bereich gemacht und habe mich dann in den Datenschutzbereich begeben. Dort bin ich jetzt seit einigen Jahren tätig und ich habe schon seit geraumer Zeit nach einer universitären Ausbildung in dem Bereich gesucht und bin so auf den Universitätslehrgang für Informations- und Medienrecht gekommen. Das war so der inhaltliche Aspekt und natürlich war auch sehr wichtig für mich, dass das parallel zum Job möglich ist und dass es ein begrenzter Zeitraum ist. Es sind ja 3 Semester und die Inhalte haben mich einfach auch sehr überzeugt und deswegen habe ich dann diesen Lehrgang gewählt. Ich finde, dass einerseits die Wahl der Fächer und der Inhalte extrem interessant ist und sehr spannend ist. Aus meiner Sicht gerade deswegen, weil ich finde, dass Datenschutz in dem Bereich, in dem ich einfach sehr viel tätig bin und der mich auch sehr interessiert, dass das so eine Querschnittsmaterie ist. Und genau hier passt der Universitätslehrgang sehr gut hinein mit den Inhalten. Die Inhalte sind einfach sehr breit auf der einen Seite, aber wiederum sehr spezifisch für Datenschutz zum Beispiel direkt anwendbar. Die Inhalte reichen ja von IT-Grundlagen bis hin zu ganz aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz und Legal Tech und so weiter. Und das finde ich einfach ausgezeichnet. Und natürlich auch die gute Organisation des Lehrgangs ist sehr wichtig und sehr gut. Das, was mir am besten gefallen hat, war eigentlich die Vertiefungswoche für IT in der Unternehmenspraxis. Da gab es sehr viele interessante Inhalte, sehr am Puls der Zeit mit künstlicher Intelligenz und LLMs. Diesmal nicht Legal Masters, sondern Large Language Models, also eine neue Form der künstlichen Intelligenz. Und das hat mich eigentlich sehr beeindruckt, was da alles passiert in dem Sektor. Ja, es gab einen Vortrag von einem Anwalt bei einer Großkanzlei und der hat uns sehr gut erklärt, wie Großkanzleien mit beispielsweise einer riesigen Anzahl von Beschwerden, Klagen und so weiter umgehen und wie da modernste Technologien, künstliche Intelligenz und so weiter eingesetzt werden. Also alles rund um das Thema Legal Tech. Und vor allem im Zusammenhang, wie man da auch Daten nutzen kann. Daten, die sonst oft ungenutzt bleiben, wie Ausgänge von vergangenen Prozessen, wie verschiedene Gerichte agieren und so weiter. Also das habe ich extrem spannend gefunden. Ja, natürlich. Ich bin ja im Datenschutzbereich eben tätig und konnte da sehr viel Information und neues Wissen aus dem Lehrgang mitnehmen. Und auch über die Abläufe in Rechtsabteilungen, bei Anwälten und so weiter habe ich einiges gelernt, das, glaube ich, sehr gut in Zukunft in die Praxis umgesetzt werden kann. Ja, ich finde es ja sehr toll, dass die Teilnehmer in diesem Universitätslehrgang sehr heterogen sind. Da gibt es von Anwälten über Unternehmensjuristen bis hin zu Nichtjuristen und auch Studienabsolventen, die direkt von der Uni kommen. Es gibt sehr unterschiedliche Facetten und einfach die Methoden und Ansätze dieser Mitstudenten kennenzulernen, ist für mich sehr wichtig. Und natürlich auch die Menschen dahinter interessieren mich sehr und mein Netzwerk auch entsprechend auszubauen. Ich glaube, dass der LLM für sehr viele verschiedene Menschen hilfreich sein kann. Ich glaube, dass es wichtig ist natürlich, dass man einen rechtlichen Bezug hat. Es müssen aus meiner Sicht nicht nur Juristen sein, sondern können auch Nicht-Juristen sein. Ich bin ja auch kein Jurist. Ich persönlich würde den LLM wahrscheinlich nie direkt nach dem Studium machen, sondern erst nach ein paar Jahren Berufspraxis.
Für mich selbst hätte ich mir gewünscht, dass ich dieses Programm viel früher entdeckt hätte und schon früher teilnehmen hätte können. Also sehr breit anwendbar und ich glaube für eine große Palette an Menschen wichtig und gut.